Namaste Freunde, willkommen in meinem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Gericht aus Indien namens Allo Paratha, auf Deutsch übersetzt Kartoffel gefüllte Fladenbrot. Als erstes bereiten wir den Teig für unser Fladenbrot. Dafür habe ich hier Dinkel-Vollkornmehl genommen. Davon nehme ich eine volle Kaffeetasse Mehl in eine Schüssel. Danach nehme ich eine halbe Tasse Maismehl, welches man in den meisten türkischen Geschäften kaufen kann. Dann kommt das halbe Tasse Kichererbsenmehl, Salz nach Geschmack. Anschließend kommt das Knoblauchpulver, bringt einen sehr guten und würzigen Geschmack in unseren Teig. Jetzt fügen wir etwas Oregano in unseren Teig hinzu. Um einen intensiven Geschmack zu erhalten, reibe ich den zwischen den Händen. Halbe Teelöffel Kurkuma-Pulver dazugeben. Das Kurkuma-Pulver gibt dem Teig eine schöne Farbe. Dann kommt ein Teelöffel Öl dazu. Hier habe ich zuerst nur eine halbe Tasse Milch genommen und die habe ich in Mikrowelle 10 Sekunden erwärmt. Die Milch hilft, den Teig weich zu bleiben, und wenn wir unsere Parathas machen, dann die Parathas bleiben für längere Zeit weich. Wir geben die Milch in den Teig nach und nach und nicht auf einmal. Dann kneten wir das alles zusammen in einem weichen Teig. Gebe ich die restliche Milch noch dazu und weiter kneten. Ich habe hier nochmal eine halbe Tasse lauwarme Milch genommen und das geben wir davon die Hälfte dazu. Und kneten wir weiter so lange, bis ein weichen Teig entsteht. Ich gebe hier ein bisschen Öl dazu, damit der Teig von der Seite einfach löst. Jetzt nehme ich etwas Öl in die Hand und knete den Teig noch weiter durch. Achte darauf, dass der Teig nicht zu hart wird. Ihr merkt, dass der Teig ist hier fertig. Der klebt nicht mehr an den Händen und schon weich geworden. Von der eine Tasse Milch ungefähr hier jetzt 25 ml übrig geblieben. Jetzt decken wir den Teig mit einer Folie und lassen wir es ungefähr 30 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit vorbereiten wir unsere Füllung. Hier habe ich 2 Kartoffeln gekocht und geschält. Hier habe ich einen besonderen Tipp für euch, dass Sie Kartoffeln einen Tag vorher kochen, damit die Füllung trocken wird und es ist einfacher, die Füllung in den Teig zu rollen. Wenn Sie frisch gekochte Kartoffeln nehmen, dann kann sein, dass die Füllung matschig wird und es ist schwierig, dann in den Teig zu rollen. Jetzt reibe ich die Kartoffeln und nehmen Sie fest gekochte Kartoffeln. Jetzt kommt halbe Teelöffel Kurkuma-Pulver, 1,5 Teelöffel Korianderpulver, halbe Teelöffel Kreuzkümmelpulver, halbe Teelöffel Pfefferpulver. Dann gebe ich den Saft von halben Zitrone dazu. Hier Zitronensaft ist sehr wichtig, damit die schöne Säure in unserer Füllung haben. Ich habe hier 2 grüne Chilis genommen und die schneide ich jetzt ganz fein. Es ist sehr wichtig, dass Sie Chilis ganz fein schneiden, damit die Schärfe von Chili gleichmäßig in den Füllung kommt. Dafür schneide ich die Chilis zweimal quer und dann schneiden wir die ganz fein. Ich habe hier eine Handvoll frische Koriander genommen und die schneiden wir ganz fein und geben wir in unsere Füllung.
Ich habe hier noch einen Tipp für euch. Wenn ich nur die Blätter für ein Gericht verwende, dann die Stängel friere ich in Tiefkühlschrank ein. Damit, wenn ich kein Koriander in Vorhanden habe, dann verwende ich die tiefgekühlte Stängel und die bringen ganz guten Geschmack ins Gericht. Und zuletzt kommt der Salz nach Geschmack. Jetzt mischen wir die Füllung zusammen, damit die ganzen Gewürze und Kräuter in Kartoffel gut mischen. Wenn Sie meinen Kanal nicht abonniert haben, dann abonnieren Sie es. In meinen allen Rezepten finden Sie kleine Tipps und Tricks, damit Sie Ihre Gerichte ganz einfach und lecker kochen können. Nach 30 Minuten, unser Teig ist hier ganz gut ausgeruht und jetzt nehmen wir es raus von der Folie. Wie Sie hier sehen, dass der Teig ist ganz gut weich geworden und das kneten wir wieder nochmal zusammen. Es ist sehr wichtig, dass der Teig ganz weich bleibt und nicht hart wird. Damit können wir die Füllung in Teig gut ausfüllen können und einfach grillen können. Nun teilen wir den Teig in ungefähr limettengroße Bälle ein. Mit der Teigmenge machen wir ungefähr 7 bis 8 Parathas. Ich habe ein bisschen trockenes Dinkelmehl genommen, das brauchen wir, den Parathas zu rollen. Nun fangen wir an mit den Parathas zu rollen. Ich nehme den Teig und gebe es in trockenes Mehl. Und rollen wir ungefähr 10 cm groß. Jetzt gebe ich ungefähr 2 bis 3 Löffel Füllung auf dem gerollten Teig. Und dann schließen wir die Seiten zusammen. Die Seiten müssen Sie ganz dicht schließen. Und wenn Sie merken, dass ein bisschen Teig extra oder zu viel ist, können Sie auch das bisschen wegmachen. Und dann schließen wir das alles zusammen ganz gut. Es ist sehr wichtig, dass der Teig mit der Füllung gut umhüllt, damit keine Füllung rauskommt. Dann geben wir das in trockenes Mehl und drücken wir es ganz sanft, damit die Füllung bis zum Rand gleichmäßig verteilt ist. Jetzt rollen wir den Parathas sehr sanft aus. Beim Rollen, wenn Sie merken, der Teig an der Boden klebt, dann können Sie ein bisschen trockenes Mehl nehmen und dann auf den Paratha verteilen, damit der nicht an den Boden klebt. Rollen Sie den Paratha seitlich, damit die Seitenränder ganz dünn bleiben. Es ist sehr wichtig in Paratha, dass er in der Mitte ein bisschen dick bleibt und an der Seite ganz dünn. Nun, der Paratha ist hier schon gerollt fertig. Und wenn Sie merken, dass an Seiten es ein bisschen dick ist, dann können Sie wieder weiter ein bisschen drauf rollen und die Seiten dünn machen. Ich habe hier eine Pfanne genommen und das habe ich hier erwärmt. Wenn die Pfanne heiß ist, dann geben wir den Paratha auf die Pfanne. Nach 3 bis 4 Minuten drehen wir es um. Für die erste Paratha kann sein, es ein bisschen länger dauert. Jetzt mit einem Kartoffelstampfer drücken wir den Paratha ganz leicht, damit er von unteren Seite eine schöne goldene Kruste kriegt.
Wie ihr seht beim Drucken, der Paratha hat ganz schöne eine goldene Kruste hier gekriegt. Das sieht ganz gut aus. Jetzt auch die untere Seite des Parathas mit leichtem Druck gut backen. Wie ihr seht, der Paratha ist von beiden Seiten gut gebacken ist. Das sieht man mit dem ganz knusprigen Kruste. Die Hitze von Herd jetzt runterbringen und pinseln wir Butterschmalz von der beiden Seiten von Paratha, damit die Parathas nicht austrocknen. Nun, unsere gesunde und leckere Parathas sind fertig. Wir haben hier sehr gesunde Mehlsorten verwendet, die sehr viele Ballaststoffe haben. Wegen der Ballaststoffe, die Parathas machen sehr schnell satt. Daher das ist eine sehr gesunde Variante für Mittagessen oder für Frühstück. Diese Parathas könnt ihr mit der Tzatziki oder mit Joghurt ganz gut genießen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Danke für das Zuschauen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachgucken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.